Stars und Sternchen, was geht? Ich habe ja gesagt, dass ich sehr gerne bereit bin, einen legendären Container zu öffnen und das tue ich auch sehr gerne im nächsten Video. Dafür müsst ihr einfach nur abonnieren. So einfach ist es. Außerdem gibt es hier immer viele interessante Themen, also auch dafür lohnt es sich. Ich habe heute 2 für euch vorbereitet, beide top. Ja, also bleibt bis zum Ende dran. Ansonsten liken, Kommentar da lassen für den Algorithmus ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Ich habe mal geschaut, also meine Videos werden schon vielen Leuten angezeigt, nur klickt halt keiner drauf. Das muss unbedingt geändert werden. Also, damit weiterhin nur wenige Leute draufklicken, es aber mehr Leuten angezeigt wird, wisst ihr, was zu tun ist. Gut. Fangen wir mal mit dem lustigen Thema an und dann gehen wir zu dem Interessanten über. Ja, also ich muss euch ja irgendwie bei der Stange halten, aber beide lohnen sich. Wenn wir mal, das ist schon sehr passend hier unten, wenn wir mal in den E-Sport-Bereich reingehen von Tanky Online, das ist ja momentan das, was läuft. Ich weiß nicht, wenn das Video online ist, ist vielleicht doch schon vorbei. Aber diese untere Reihe mit den Belohnungen, die Booster, ja, das ist ja schon ganz interessant. Du kannst dir hier insgesamt 30 Belohnungen sichern. Ja, du musst dir halt natürlich immer dann Booster kaufen. Also mit 30 Boostern, die du kaufst, kriegst du dann 30 Belohnungen, hast 450 epische Schlüssel, 2 legendäre Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht so wichtig an dieser Stelle. Wenn wir in die Spitzenreiter-Rubrik reingehen, dann wird es interessant. Und da muss ich den Taschenrechner rausholen. Also erst einmal wirklich ohne, ich meine das ernst, okay? Vielleicht glaubt ihr mir das nicht, aber ich meine das ernst. An die Person, die gerade Platz 1 hat, mit 100 Boostern. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Farbe, die du bekommst, ja, die Belohnung für den ersten Platz ist eine Farbe. Ich hoffe, du hast wirklich Freude an dieser Farbe. Ich gönne es dir. Ja. Aber ich wollte mal wissen, wie teuer ist denn der Spaß? Denn diese Booster musst du dir ja nochmal zusätzlich kaufen. Stück für Stück. Wir reden hier nicht von 10 Boostern, die du auf einmal kaufst, sondern einen Booster nach dem anderen. Und ein Booster kostet schon 1400 Tankcoins. Einer. Nicht 10 oder so. Einer. Jetzt mal angenommen, du würdest jetzt hier nicht mehr für den ersten Kauf das Doppelte bekommen, ja, sondern halt nur noch für den regulären, dann würden diese 1400, wenn man sich die einfach so kaufen will, 16 € entsprechen. Ich runde jetzt hier einfach auf den nächsten, runden Eurobetrag auf, damit wir hier nicht mit den Cent rechnen müssen und ich nicht so viel zu erzählen habe. Ja, also aufgerundet 16 €. Oder um es exakt zu machen, 15,99 €. So, wie gesagt, aufgerundet 16 €. Ein Booster. Okay. Wenn du jetzt hier, nehmen wir mal an, ich persönlich, ich habe ja jetzt hier noch die Möglichkeit, wie gesagt, beim ersten Kauf hier immer das Doppelte rauszuholen, ne, mit jeder dieser Optionen, diese 6 Optionen, würden mir, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 62.100 Tankcoins geben. Ich habe das hier alles aufgeschrieben. Umgerechnet wären das halt 44 Booster, ja, die ich damit bekomme. Kostet mich auch nur aufgerundet 339 €. Ja, ist ein Schnapper. Wenn ich aber 100 haben will, ne, ich möchte dem ja Konkurrenz machen, wenn ich also 100 haben will, brauche ich ja entsprechend 140.000 Tankcoins. Wie mache ich das am besten? Wahrscheinlich, indem ich mir einfach so lange das größte Paket kaufe, was übrigens 216 € kostet, bis ich die 140.000 habe. Für mich persönlich, mit dem ersten Kauf kriege ich 40.000. Das heißt also, mir fehlen noch 100.000. Ich muss die also nochmal 5 weitere Male kaufen. Insgesamt also 6 Mal muss ich mir das teuerste Paket hier holen. Das wären aufgerundet 1.296 € oder fast 1.300. Damit könnte ich mir dann 100 Booster holen. Ja. Ich kriege natürlich nur Belohnungen für die ersten 30. Also die anderen 70 mache ich nur für mich selber und damit ich halt in dieser Wertung weiter nach oben kletter. Aber damit wäre ich ja noch immer nicht Platz 1. Ne? Man würde sich das ja dann teilen. Also beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine. Also muss ich nochmal einen oben drauflegen, aber ich glaube, bei dem Betrag ist es dann auch egal. Ja? Also ob ich jetzt 1.300 € ausgebe oder halt nochmal 16 € oder was auch immer da drauf haue oder mit dem ersten hier, ja, mit dem ganz oben, wo ich 1.500 kriege, wie gesagt, mit doppelter Belohnung, ja, nochmal 9 €. Das macht den Kohl dann auch nicht fett, aber das ist schon ordentlich, ja. Das ist schon ordentlich. Und ja, wie gesagt, ne, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bin mal gespannt, ob das noch ein bisschen weiter steigt. Aber wenn man sich dann fragt, wie kann es sein, dass halt, und das meine ich jetzt auch ohne irgendwie gehässig zu sein oder sonst was oder ne, mich darüber lustig zu machen. Aber manchmal fragt man sich ja, oder also ich lese das ja bei einigen von euch, ja, also wie kann sich Tanky überhaupt noch finanzieren? Haben doch kaum noch Spieler.
es ist ja kein Geheimnis. Ne? Spieler haben halt Leute, die geben manchmal was aus, Spieler geben regelmäßig was aus, aber kleinere Beträge. Und dann hast du halt natürlich diese wuchtigen Spieler, die halt jedes Mal komplett steil gehen, ja, die halt gefühlt ihr halbes Einkommen nur für das Spiel ausgibt, weil es ihnen halt so viel Spaß macht und so. Ne? Und diese Power-User, die treiben das natürlich auch noch rum. Ist halt so wie mit Steuereinnahmen, ne? Die oberen X% sind halt für einen Großteil der Einnahmen verantwortlich. Was halt, wie gesagt, so beispielsweise das Steueraufkommen angeht. Ne? Ist ja alles kein Geheimnis. So, gut, aber das dazu, wie gesagt, fand ich interessant und ich musste das unbedingt nachrechnen, weil ich mir dachte, du meine Güte, das kann ja nicht günstig sein. Aber ja, das sind natürlich auch Europreise, ne? Andere Währungen, da sieht es dann halt wieder anders aus, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt hier einfach auf Euro fokussiert, das ist ja auch das, was mir hier angezeigt wird. So, kommen wir jetzt zum interessanten Thema. Das, was euch vielleicht auch ein bisschen weiterbringt als jetzt das, worüber ich gerade geredet habe. Und zwar das Thema Variation. Zentrales Thema in Tanky. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Aber heute mal ein bisschen ein anderer Blickwinkel da drauf. Auf die Frage, welche Variation lohnt sich? Was soll ich denn nehmen? Wie würde man sich da entscheiden? So aus dem Bauch heraus vielleicht. Manche würden es wahrscheinlich bevorzugen, dass sie schneller schießen. Andere wollen vielleicht einfach mehr Schaden machen. Aber wenn du das jetzt runterbrechen willst, was ist da am lohnenswertesten? Wenn du jetzt rein von den Zahlen das Ganze betrachtest, wahrscheinlich die Variation, die mehr Schaden pro Sekunde macht. Ne? Also das heißt, der Schaden, den du machst mit einem Schuss, geteilt durch die Nachladezeit, ist ja der Schaden pro Sekunde. Und dann machst du halt einfach die Variation, die dir am meisten Schaden pro Sekunde bringt nach dieser Rechnung, ist die beste Variation. Punkt, das war's. Fertig. Danke fürs Zuschauen. Aber so einfach ist es dann natürlich nicht mehr im konkreten Spielgeschehen. Und damit es für euch vielleicht ein bisschen einfacher ist, also erstens, schaut bitte, wenn ihr für eure Waffe, die ihr gerne spielt, oder für eure Waffen, ja, Mehrzahl, Plural, für die euch interessieren, könnt ihr gerne mal in das Tanky Online Wiki gehen. Ja, benutzt einfach noch eine Suchmaschine dafür, wenn ihr nicht wisst, wo es ist. Einfach Tanky Online Wiki eingeben und dann dort entsprechend auf eure Waffe klicken, runter zu den Variationen und dann guckt euch an, was die Variation im Detail macht. So, bevor ich das hier machen muss, für jede einzelne Waffe. Und dann kann man halt schauen, was macht das Ganze und sich das dann halt entsprechend mal ausrechnen, ja, wie dort der Schaden pro Sekunde so geregelt ist. So, dann hat man halt einen Wert, ja, und kann das halt auch entsprechend, sage ich mal, ein bisschen beurteilen anhand von Zahlen und nicht vom Gefühl her. Aber das ist ja nicht das Einzige, was dann tatsächlich wirklich von Bedeutung ist. Also es hat eine wichtige Bedeutung, finde ich, der Schaden pro Sekunde, ist aber nicht der einzige Grund, um halt eine Variation auszuwählen. Denn so wie man spielt, ja, ändert das auch die Entscheidung, welche Variation man am Ende nimmt. Möchte man lieber aggressiv reingehen und in den Gegner gefühlt reinfahren und den einfach kaputt hauen und wirklich Einzelkämpfe suchen, 1 gegen 1 im Nahkampf, dann sind Variationen besser, die, klar, natürlich könnte man sagen, also mehr Schaden pro Sekunde machen, aber eure Nachladezeit verringern. Ich meine, du kannst es jetzt nicht auf 100% der Situation übertragen und sagen, das ist immer so, Fakt, ja. Aber es ist eine gewisse Hilfestellung. Oder, sag ich mal, soll die Entscheidungsfindung ein bisschen vereinfachen. Also, wie gesagt, wer auf Nahkampf steht, ja, einfach aggressiv in den Gegner rein, also im Grunde immer Gegner vor sich hat, außer er spawnt gerade. Und selbst da können ja natürlich auch Gegner in der eigenen Basis sein. Für die ist es besser, eine Variation zu nehmen, die die Nachladezeit verringert, ja. Damit geht natürlich auch ein geringerer Schaden einher. Also in der Regel, ja, wird die Nachladezeit verkürzt, aber man macht auch weniger Schaden. Meine Lieblingswaffe ist Smokey, ihr kennt sie ja, ihr liebt sie ja. Da gibt es ja natürlich auch Variationen, die Leute gut finden. Jetzt mal abgesehen von Excelsior, was euch ja 30% mehr Schaden gibt. Oder? Oder 20?
Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Hab gerade die Zahlen nicht im Kopf. Entschuldigung. Macht jedenfalls mehr Schaden. Punkt. Mal abgesehen davon, ja, gibt es ja auch natürlich sowas wie Autokanone oder sortierte Munition. Beides interessant. Also, wer nicht Excelsior hat, ja, könnte vielleicht mal auf diese zwei achten. Autokanone zum Beispiel verringert die Nachladezeit eurer Waffe extrem. Und zwar wird die Nachladezeit einfach halbiert. Ja? Nein, Entschuldigung. Die wird nicht halbiert. Jetzt habe ich einen Zahlendreher drin. Ja, so vorbereitet bin ich. Die wird nicht halbiert, die wird... Boah, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Nein. Die wird nicht halbiert, die wird sogar ein bisschen mehr als nur halbiert. Also wir reden hier, glaube ich, von 55% weniger Nachladezeit. Also nicht 50%, sondern 55%. Das sind nochmal 10% obendrauf. Ja, ich weiß, Prozentrechnung und so, ne? Schwieriges Thema. Ja, aber das stimmt schon, was ich sage. Rechnet's nach. So, also jedenfalls, ja, ich weiß, was ich gesagt habe und das stimmt noch immer. Punkt. Ja, so. Das wird also um 55% reduziert, ja, weil 10% von 55 sind ja... Oh, gut. So, ihr habt es begriffen. Alles klar. So, jedenfalls... Mann, das war ein Mathematikerwitz. Ihr wisst doch, ich bin studierter Nicht-Student. In der Mathematik. So. Und der Schaden wird aber um die Hälfte reduziert. Das heißt, wir machen zwar nur noch die Hälfte an Schaden, ne, aber die Nachladezeit ist ein bisschen mehr als die Hälfte reduziert. Das heißt, im Schnitt machen wir also mehr Schaden pro Sekunde. Ne? Okay. Heißt also, im Vergleich zu einer Standard-Smoky ist eine Smoky mit der Autokanone deutlich besser. Man darf ja aber auch hier an dieser Stelle auch nicht vergessen, du machst zwar weniger Schaden, ja, hast dafür aber mehr Schüsse, die du gibst, die du einem Gegner halt in der gleichen Zeit geben kannst. Und was ist mit den kritischen Treffern? Die spielen ja auch noch eine Rolle, ne? So, das heißt also, da bist du natürlich besser. Und das ist ja auch das, was einem im Spiel so auffällt. Wenn man halt selber mal Autokanone verwendet. Man ist ein bisschen vielleicht erstmal überrascht, wie wenig Schaden man macht, ja? Aber du hast halt ein Dauerfeuer. Du kannst den Druck auf den Gegner ja wirklich konstant halten. Eine andere Möglichkeit beispielsweise ist die sortierte Munition. Die verringert die Nachladezeit um 10%, sorgt aber dafür, dass jeder 4. Schuss ein kritischer Treffer ist. Das heißt, du bist da nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern kannst das auch in gewissermaßen steuern. Ja, wenn du halt weißt, der letzte Schuss, den ich jetzt hier abgefeuert habe, also nachdem ein Gegner beispielsweise kaputt gegangen ist von euch, der letzte Schuss war ein kritischer Treffer, beispielsweise. Ne? Und ihr habt gerade eine Situation, da sind keine Gegner vor euch, dann könnt ihr natürlich erst einmal wieder 3 Schüsse schießen, ja? Die schießt ihr einfach irgendwo hin, so ähnlich wie Excalibur. Schießt ihr einfach irgendwo hin und der nächste Schuss, ja, wenn ihr wieder einen Gegner vor euch habt, der ist dann einfach ein kritischer Treffer. Ist ja auch cool, ne? Gut, also auf solche Sachen kann man dann natürlich achten. Also nicht nur halt einfach Schaden pro Sekunde, ja, sondern halt auch situationsbedingt. Möchte ich halt einfach aggressiv rein, dann will ich halt eine Variation haben, die mehr Schüsse abgeben kann in derselben Zeit. Ja? Oder aber ich möchte mehr im Hintergrund sein. Nicht nur die Einzelkämpfe suchen, sondern mehr im Hintergrund sein, kurz mal aus der Deckung fahren, einen Schuss geben, wieder zurückfahren beispielsweise. Da ist es natürlich sinnvoller, eine Variation zu nehmen, die den Schaden erhöht und dafür aber die Nachladezeit auch mit entsprechend erhöht. Ja? Weil dann der einzelne Schaden ist ja dann mehr von Bedeutung als das, was ihr in der Summe macht. Ja? Da ist es ja nicht wichtig, dass ihr halt im Grunde, klar, ich meine mal, so kann man auch spielen. Ja, aus der Deckung fahren, schießen, wieder zurück und also so immer hin und her fahren. Aber ist wahrscheinlich anstrengender, als halt einfach kurz mal rausgehen, ja, aus der Deckung und dann schießen, aber dann dieser Druck, der hinter dem Schuss steckt, ist halt da mehr von Bedeutung bei solchen Sachen. Ja? Also das heißt, wenn man mehr im Hintergrund ist, dann doch vielleicht lieber eine Variation nehmen, die halt einfach größeren Schaden gibt. Ja? So. Genau, und wie gesagt, und da kann man halt immer bei beiden Sachen halt im Hinterkopf behalten, das Thema mit dem Schaden pro Sekunde, ja, um halt einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ja, aber das ist halt nicht die ausschlaggebende Maßeinheit, sage ich mal, ja, sondern halt, wie gesagt, wie man spielt. Dazu kommt ja natürlich auch, wie oft habe ich denn eigentlich Gegnerkontakt, ja, so in meinem normalen Spiel. Wie gesagt, wenn ich halt lieber hinten bin, habe ich wahrscheinlich weniger Gegnerkontakt, als wenn ich halt immer zu den Gegnern direkt hinfahre, ne? Deswegen, ja, das muss man halt gucken. Und natürlich auch die eigene Trefferquote, ja, die ist halt auch ganz wichtig. Also wie viele Schüsse landen halt irgendwo, nur nicht beim Gegner. Ne, ist auch ganz wichtig. Also beispielsweise Railgun, ihr wisst, meine Lieblingswaffe, Railgun, mit der kann ich umgehen wie kein zweiter. Ja, wenn ich da ungenau schieße, nehme ich dann lieber eine Variation, die mehr Schaden macht? Oder eine Variation, die mein Nachladen deutlich minimiert? Ja, weil wenn ich sowieso ein ungenauer Schütze bin, dann ist das mehr oder weniger ein Münzwurf, sag ich mal. Ja, entweder ich treffe nicht. Wenn ich treffe, macht es zwar guten Schaden, wird aber wahrscheinlich den Gegner nicht eliminieren können, aber ich habe eine sehr lange Nachladezeit. Oder möchte ich halt lieber dann halt entsprechend schneller schießen, dafür weniger Schaden machen, ja, was dann halt im Grunde meine schlechte Trefferquote ausgleicht. Ja, wenn ihr das nachvollziehen könnt. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man spielt. Klar, auch auf die Waffe. Mit Railgun kann man aggressiv reingehen, kann man auch hinten bleiben. Ne, ist so eine Waffe, die ist für beides in Ordnung. In so einem Einzelkampf kommt es drauf an, ja. Kommt es drauf an. Hat der Gegner Schutz oder nicht. Aber ich meine jetzt so im Allgemeinen muss man das halt auch bedenken, ja. Aber das halt so einfach mal als Gedanke an dieser Stelle. Das Spiel ist ja auch gleich vorbei. Einfach als Gedanke an dieser Stelle soll das hier mal erwähnt sein. Wenn man sich fragt, welche Variation nehme ich. Also erstens natürlich gucken, was gibt es für Variationen. Wie ändern sie eure Waffe, ne? Klar. Und dann halt schauen, wie spiele ich denn eigentlich selber? Wie möchte ich denn spielen? Will ich lieber halt aggressiv rein? Ja, bin ich lieber weiter hinten? Und da kann man dann halt entsprechend auch seine Variation wählen, ne? Am Ende muss es einem auch gefallen. Das muss halt, wie gesagt, zum Spielstil passen. Wer halt einfach es nicht aushalten kann, dass eine Waffe lange lädt, ne? Der ist natürlich halt nicht gut aufgehoben mit einer Variation, die halt viel zu lange braucht. Ja, um halt wieder die Waffe nachzuladen. Oder eben umgekehrt, ja. Ich möchte halt lieber großen Schaden pro Schuss machen. Ja, dann verstecke ich mich dafür halt eben 2 Sekunden oder so irgendwo. Und gehe dann halt wieder raus, ja. Vielleicht will ich auch einfach Kills klauen. Ich weiß, da hat jetzt jemand schon zweimal auf den Gegner geschossen. So, den schnappe ich mir jetzt, den Gegner, ja. Einfach nur einmal raufschießen. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man dann mehr Schaden macht, ja, weil man dann halt diesen Kill sicher hat, als wenn man halt wenig Schaden macht, kannst du das halt schlechter anpassen. Natürlich kannst du halt da auf gut Glück immer weiter raufschießen und vielleicht ist dein Schuss der letzte. Aber ich meine, wenn du das halt tatsächlich wirklich sicher haben willst, ne, und du weißt, okay, wie gesagt, der Gegner hat jetzt 2/3 runter oder so, man kann das ja einigermaßen erahnen, dann weiß ich, der nächste Schuss, der macht ihn komplett weg, ne? So. Dann ist natürlich besser, man macht mehr Schaden, um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ja, weil der Gegner kann ja Schutz haben, kann vielleicht nochmal eine kurze Heilung gehabt haben oder so, ne? Da ist es natürlich dann besser, mehr Schaden zu machen. Ja, aber ich hoffe, dass diese kleine Anleitung hilft, ja, eine Wahl besser zu treffen. Was wir natürlich jetzt nicht besprochen haben, sind Variationen, die einen Statuseffekt haben, ja, einfrieren, aufheizen und sowas. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber hier jetzt nur einfach reiner Schaden, ja, betrachtet halt eben auf die Nachladezeit. Klar, mit dem Aufheizen hat man natürlich nochmal zusätzlichen Schaden, wenn der Gegner halt brennt. Ist auch nochmal so eine Sache. Aber wie gesagt, um die Statuseffekte, das würde das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter sprengen, das Thema, ne? Hier erstmal so die normalen Variationen, die halt wirklich nur den Schaden oder die Nachladezeit entsprechend ändern. So, hoffentlich war es interessant. Soll ich mal das Ganze weiter im Detail aufdröseln? Lasst es mich wissen. In dem Sinne, macht es gut oder auch besser. Rinja hauen, ist ja klar.